Guten Morgen, mein Name ist Rejane und ich lebe seit den 90er Jahren aus beruflichen Gründen in Wien. Meine Leidenschaft für die Wissenschaft ist besonders für Physik und Mathematik und die Suche nach dem Sinn der irdischen Existenz und des Lebens führten mich automatisch dazu, intensiver darüber nachzudenken, wie man eine Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität schlagen kann, um den Menschen als integralen und aktiven Teil des Kosmos zu sehen. In der Wissenschaft von Gott zu sprechen, ist praktisch ein Tabu. Aber wie können wir das Leben verstehen, ohne zu fragen, was es geschaffen hat? Es ist eine Herausforderung, über Gott zu sprechen. Wie definiert man das Undefinierbare? Wie kann man die Dankbarkeit für das Leben und für die Schönheit der Natur, die uns herum strahlt, erklären? Wahrlich, wir fühlen alle Gegenwart Gottes, wenn wir die Schönheit der Welt bestaunen. Denn Gott ist in allem, besonders im ewigen Kreislauf von Leben und Tod, wo das Leben ewig gegenwärtig ist. Wir sind bei Gott, wenn wir morgens aufwachen und dankbar sind, am Leben zu sein. Wir sind uns auch seiner göttlichen Gegenwart bewusst, wenn wir meditieren und uns mit unserem inneren Selbst verbinden, dem Geist, der wir sind, und mit seiner Schöpfung in einer tiefen mystischen Erfahrung, die aus der unermesslichen Dankbarkeit für das Leben entstanden ist. Und so fragen wir, was ist dieser Gott, der wir in uns selbst und in allen greifbaren oder ungreifbaren um uns herum wahrnehmen können? Ja, es war auch die erste Frage Allan Kardec an die spirituellen Meister, die seine Arbeit bei der Ausarbeitung des Spiritismus leiteten. Und die Antwort lautet: Gott ist die höchste Intelligenz, die primäre Ursache aller Dinge. Wie können wir diese höchste Intelligenz verstehen, diese unermessliche Kraft, die alles und jeden erschafft und es uns ermöglicht, das Leben immer und immer wieder zu erfahren, bis wir lernen, dass Leben Liebe ist und Gottes Gesetz Liebe ist. Angesichts unserer Bedeutungslosigkeit stimmen wir mit Kardec überein, der in der Einleitung des Buch der Geister auf wunderbare Weise zu dem Schluss kommt, dass die Menschen Gott auf unterschiedliche Weise wahrnehmen und ihm auch unterschiedliche Eigenschaften zuschreiben können. Dennoch ist es immer Gott. Gott wahrhaftig zu verstehen ist schwer. Aber wir können Gottes Gegenwart in der Schöpfung wahrnehmen und seine Gegenwart in der Schöpfung anerkennen. Dennoch spürt jeder Mensch auf seiner evolutionären Weg Gott unterschiedlicherweise. Der Glaube an eine überlegene, unbekannte Kraft oder in Gott ist der Entwicklung der Menschheit inhärent. Die primitiven Menschen waren nicht in der Lage, die Kräfte der Natur zu verstehen, erkannten aber ihre Macht und die Bedrohung ihres Überlebens, weshalb sie diese Kräfte mit Göttern in Verbindung brachten. Später verehrte die alte Zivilisation mit polytheistischem Charakter anthropomorphe Götter, die menschenähnliche Persönlichkeit widerspiegelt. Die griechische, römische Zivilisation war von solchen mythologischen Göttern und Helden geprägt, die fantastische Abenteuer erlebt wie Herkules. In Amerika verehrten die Maya und Azteken einen kosmologischen Gott und andere sekundären Gottheiten. In Asien entstand der Glaube an ein höheres Wesen sowie der Glaube an Zwischengeister, himmlische Götter und auf Naturkräfte bezogene Götter. Aber im Abendland entstand der Glaube an einen einzigen Gott. In jedem Judentum
und Zoroastrismus und später im Christentum und Islam. Der frühe Monotheismus von Judentum, von Zoroastrismus und auch von Christentum und Islam hat auch einen anthropomorphen Charakter, der typisch für die egozentrische Natur der Kreatur ist, die Welt um ihre Interessen herum wahrnimmt. Jesus markiert eine neue Ära und führt ein neues Gotteskonzept ein. Mit Jesus ist Gott nicht mehr der unerbittliche, erbitterte und rachsüchtige Gott. Gott verliert seine menschlichen Eigenschaft, um ein liebender Vater zu werden. Wie Kardec klargestellt hat in den Genesis, der große und gute Gott, der nicht nur die Form oder Zeremonie verehrt wird, sondern durch den aufrichtigen, von Herzen kommenden Gedanken. Er ist nicht mehr der Gott, der gefüttert werden muss, sondern der Gott, der geliebt werden muss. Das Gottverständnis hat sich in den letzten 2000 Jahren, langsam verändert. Lernen ist ein langsamer Prozess der Veränderung im Verhalten und in den Überzeugungen erfordert, die bereits im Unbewussten des Einzelnen verankert sind. Deshalb bringen auch heute noch einige Personen Gott in den Bereich der täglichen Interessen und verehrten ein höheres Wesen, das konzeptionell den Menschen ähnlich ist, während andere eine vernünftige Glaube an den Schöpfer entwickelt haben und andere die Existenz Gottes leugnen. Der blinde Gott, der manchmal durch sozioökonomische und kulturelle Probleme noch verschlimmt wird, hat zu inkonsequenten Haltungen und gedankenlosen Aggressionen geführt, die tiefe Narben bei den Menschen und der Menschheit hinterlassen haben. Mit der Entwicklung des Individuums entwickelt sich auch das Bewusstsein. Und der Mensch versucht, sich selbst und die Welt mit Hilfe der Vernunft zu verstehen. Die Person möchte dann Wissen erwerben und das Geheimnis des Lebens verstehen. Woher ich komme, wohin ich gehe, was der Sinn des Lebens ist. Folglich entwickelt der Mensch den rationalen Glauben, der reflektiert und analysiert, um die Realität des Lebens besser zu verstehen und den Schöpfer in seiner Schöpfung zu erkennen. Für diese ist der Intellekt verbunden mit der tiefen Gefühl der Anerkennung der eigenen Position in der Schöpfung, ein Werkzeug und ein Verständnis der Unfassbaren zu erlangen. Mein Glaube mag anders sein als Ihr Glaube. Jeder Mensch trägt ein eigenes Gepäck an Wissen, Gefühlen und Emotionen, die das Ergebnis vieler Erfahrungen in vielen Leben sind. Mein Gott oder Ihr Gott wird jedoch immer derselbe Gott sein, der dieses wunderbare Universum mit Sternen, Planeten und allem, was wir sehen oder wahrnehmen, erschaffen hat. Ein Universum des Lichts. Denn die Materie ist von Natur aus Energie, die vibriert, und Energie ist letztlich Licht. Und wenn Licht göttlich und fruchtbar ist, wird es Liebe genannt und ist die Quelle von allen und jedem, wie der Apostel Johannes sagt. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, erhielten wir das Geschenk des Lebens und die Möglichkeit, das Leben in jeder Form zu preisen, in der es existiert. Auf diese Weise können wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, wie es Jesus gelernt hat. Denn mein Gott oder Ihr Gott ist immer unsere Gott. Vielen Dank.